Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Frau Stadträtin Elke K. ein Interview führen, für das ich mich gleich sehr herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Sehr Danke. gerne, danke. Für uns interessant wäre, was hat Sie in Ihrem Leben, welche Zeit besonders beeinflusst? Gab es da prägende Erlebnisse? Ich denke da zum Beispiel an die 68er-Bewegung oder an 89, den Eisernen Vorhang. Das ist eine interessante Frage. Ich denke, ich bin 1961 geboren. Persönlich ist es mir in meinem Leben, so empfinde ich das, eigentlich immer gut gegangen. Ich habe das Glück gehabt, in einer Zeit aufzuwachsen und groß zu werden, wo eine gewisse Aufbruchstimmung und auch es bedeutet hat für einen jungen Menschen, keine Angst zu haben. Also ich, ich empfinde meine Kindheit und Jugendzeit als sehr frei. Das hängt natürlich mit dem Elternhaus zusammen. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin adoptiert worden und habe eine ganz tolle Kindheit gehabt. Wir haben bescheidenst gelebt. Also das war Zimmer, Küche. Ich habe kein Bad gekannt, aber wir haben, wenn ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, Aufgabe gemacht, gegessen und wir waren schon draußen. Und wir haben viel Freiheit gehabt, indem wir viel Platz vorgefunden haben, wo wir spielen haben können, wo wir herumstravanzen haben können. Wir haben einigen Schabernack gemacht, vielleicht auch manchmal, wie soll ich sagen, nicht immer zum Wohlgefallen von Erwachsenen. Und ich habe ein sehr gutes Zuhause gehabt in dem Sinn, dass ich zu einem kritischen jungen Menschen herangewachsen bin, dass mein Vater und meine Mutter haben mir immer gesagt, also es ist egal, von wo wer kommt, wie wer ausschaut, entscheidend ist, wie der Charakter von einem Menschen ist. Und das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dass auch mein ganz späterer politischer Heimat, also der bei der KPÖ ist, viel mit dazu beigetragen haben, wie meine Eltern gedacht haben. Also die haben mich sehr geprägt. Ich habe viel gelesen, weil gleich bei uns um der Ecke eine Bibliothek war. Die habe ich ausgelesen und da bin ich natürlich auf viel gestoßen, auch wie ich noch Hauptschule gegangen bin, was mich neugierig gemacht hat. Und da bin ich auf Persönlichkeiten gestoßen und auf viele neue Gedanken gekommen durchs Lesen, was mich neugierig gemacht hat. Und dadurch ist das, wenn Sie mich jetzt fragen, die 68er-Bewegung, die habe ich nicht als Jugendliche miterlebt, sondern eher als Kind. Das ist mir so nicht bewusst gewesen, aber was ich dann die Jahre später, wie ich dann halt schon Hauptschule und dann später Handelsschule gegangen bin, mitgekriegt habe, war die Musik. Und die hat mich schon sehr geprägt. Und ich habe das Glück gehabt, einen Freundeskreis auch außerhalb der Schule zu haben, die älter waren, wo auch viele Musiker waren. Einige sind durchaus dann später auch sehr bekannt worden in Österreich. Und das ist schon etwas, wo ich ein riesen Glück gehabt habe. Die haben mir auch Welt eröffnet, die ich sonst nicht gekannt hätte. Können Sie sich vielleicht speziell an einen besonderen Moment, an ein Erlebnis erinnern zu der Zeit, von dem Sie berichten möchten? Wir haben also generell ist viel diskutiert worden. Viel mehr, als wie ich das heute oft das Eindruck habe. Und zwar ohne, dass man gleich da in eine Schublade gesteckt worden ist. Also das ist mir sehr gut in Erinnerung in der Schule. Das ist auch der Grund, warum ich eigentlich dann neugierig geworden bin, wer sind eigentlich die Kommunisten oder gibt es die überhaupt? Weil ich immer viel mit den Lehrern diskutiert habe und dann hat irgendeine Lehrerin immer gesagt, Elke, du redest ja wie eine Kommunistin. Das war schon, wie ich so 15, 16 war, da bin ich Handelsschule gegangen und das war auch der Grund, warum ich dann ein Telefonbuch aufgeschlagen habe und mal geschaut habe, wo gibt es die kommunistische Partei in Graz. Und dann habe ich gesehen, aha, die sind in der Lagergasse und dann bin ich eines Tages, da war ich keine 17, auch dann runtergegangen in die Lagergasse, ins Volkshaus, also genau an den Ort, wo wir heute sind. Und da war der Ernest Kaltenecker im Büro und ich habe gesagt, ich bin die Elke und ich würde mich interessieren und habe mir halt erzählt, so, wie ich auf das gekommen bin, dass ich mir andauernd die Leute oft sagen, also du redest ja wie eine Kommunistin und ich weiß eigentlich wenig darüber, außer ein paar Biografien von Leuten, die dieser Bewegung angehört haben.
Und das war ein sehr nettes Gespräch und er hat mir da einiges zum Lesen mitgegeben und wir sind in Kontakt geblieben. Und das war eigentlich so der Beginn auch dann eigentlich meiner Beziehung zur KPÖ, wo ich dann erst viel später beitreten bin, aber so hat das begonnen. Und insofern ist es für mich schon ein einschneidendes Erlebnis, zu sehen, wie junge Leute sich engagieren, weil ich weiß, damals, da war ich auch noch nicht bei der Partei, wie ich bei der Friedensbewegung war. Ich bin bei den großen Demonstrationen mit dabei gewesen und das ist schon was Beeindruckendes, wenn man sieht, dass junge Menschen und ältere Leute in der Frage Abrüstung da an einen Strang ziehen. Einfach die große Sorge, dass die Welt, also wir haben nur einen Planeten und einfach die Gefahr groß ist, dass durch dieses Wettrüsten sozusagen diese Welt für uns alle implodieren könnte. Und das war sehr, sehr beeindruckend und hat mich auch sehr geprägt, diese Zeit. Und daraus haben sich auch Freundschaften bis heute sind da geblieben. Welche Erwartungen und Hoffnungen hatten Sie zu der Zeit? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das habe ich schon am Beginn gesagt. Meine Mitschülerinnen, und ich bin noch in einer Schule gegangen, in der Hauptschule, da waren wir eine reine Mädchenklasse, aber wir waren nicht unselbstbewusst. Das ist durchaus auch durch die Lehrenden damals erfolgt. Also ich bin an Drehschule gegangen und es war eine großartige Hauptschule mit wunderbaren Pädagoginnen. Ich habe mir wenig Sorgen gemacht um die Arbeit. Und zwar warum? Weil das damals niemand gehabt hat. Wir haben gewusst, wenn wir mit der Schule fertig sind, wir werden eine Arbeit finden. Diese Arbeitsplatzsorge, die viele heute haben, oder diese Existenzsorgen, die waren damals für uns nicht da, obwohl wir noch einmal aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen rausgekommen sind. Aber der Grund ist, auch für Arbeiterfamilien damals hat eine Reform in der Politik was Positives bedeutet. Vor einer Reform hat sich niemand fürchten müssen, das hat ja jeder gewusst. Das war damals die Zeit unter Kreisky, der gerade für Arbeiterfamilien, gerade in bildungspolitischen Fragen, aber auch, wenn es darum ging, um Arbeitsrechte, dass die Familien am Monatsende mehr im Haushaltsbörsel haben, das haben eben unsere Eltern erlebt und dadurch war die Situation auch entspannter. Es hat auch keiner Angst haben müssen, wenn er einen Arbeitsplatz hat, dass er den vielleicht nur 2-3 Monate hat. Sondern man gewusst, man kriegt eine Arbeit und wenn es da jetzt nichts zu Schulden kommen lässt, jetzt Gravierendes, kannst du das Glück haben, dort in Pension zu gehen. Und dadurch habe ich, wie gesagt, eine relative freie und eine gute Jugendzeit erlebt. Können Sie sich auch noch an den Eisernen Vorhang erinnern, wie der gefallen ist? Natürlich, da war ich ja schon wesentlich älter. Das war knapp bevor mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Der ist 1990 auf die Welt gekommen. Dieses Spannungsverhältnis oder das, was man Kalten Krieg nennt, das habe ich sehr gut miterlebt. Ich bin neben einer Barackensiedlung aufgewachsen und das ist nördlich der Dresdner Siedlung gewesen, wo man von Haus aus diese Siedlung als Gloschamviertel abgestempelt hat. Und nochmal, das Selbstbewusstsein, was wir gehabt haben, ist durchs Elternhaus gewesen. Und indem wir sehr solidarisch zusammengehalten haben alle. Aber eins haben wir schon gespürt dann, dass es auch andere Wälder gibt. Also das, was ich auch heute noch sage, dass der Unterschied in der Gesellschaft nicht unter den Kulturen besteht, sondern der besteht zwischen oben und unten. In meiner Weltanschauung heißt es einfach, dass es Klassen gibt. Und davon bin ich zutiefst nach wie vor überzeugt. Welche Auswirkungen hat der Eiserne Vorhang dann in Österreich gehabt? Haben Sie da irgendwas bemerkt? Irgendeine Veränderungen in der Gesellschaft? Ich persönlich nicht, das sage ich jetzt ganz ehrlich. Im Gegenteil, ich habe vorher schon diese Länder gekannt und auch danach, weil, wie gesagt, wir leben eigentlich eher sehr bescheiden, privat, aber das Einzige, was wir beide, also mein Mann und ich und auch unsere Kinder, die jetzt schon groß sind, immer gemacht haben, wir sind sehr viel, wenn wir Zeit gehabt haben, haben uns angeschaut. Also wir sind sehr viel herumgefahren, wir kennen wirklich in Europa fast jedes Land, jede Ecken und jetzt nicht nur die Sachen, wo jeder fast hinfährt, sondern uns hat immer interessiert, wie leben Leute, wie denken die Leute in diesen Ländern und da habe ich
wie dieser Zusammenbruch war in den osteuropäischen Ländern. Ich sage eigentlich nicht eiserner Vorhang, sondern das waren Staaten, die berechtigterweise existiert haben und die Menschen in dem Land haben dem einen Riegel vorgeschoben und eine andere Regierung gewählt und eine Veränderung gewollt. Und das ist auch so zu respektieren. Das ist immer und soll ja immer jedes Land so souverän sein, das selbst zu entscheiden. Es ist nie gut, Leute einzusperren. Das ist auch aus meiner Sicht der Fehler gewesen, der in diesen Ländern erfolgt ist, weil auch wenn noch alles positiv läuft, es ist nicht gut, die Leute nicht ausreisen zu lassen. Also das ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler gewesen. Aber ansonsten habe ich auch miterlebt danach, durch den ziemlich raschen Umbau, weil die Menschen haben viel Hoffnung gehabt, dass jetzt genau das, was sie vermisst haben, nämlich auch teilweise demokratiepolitische Aspekte, die sind ja danach nicht unbedingt jetzt so viel besser geworden. Weil die Frage ist letztendlich dann, das, was sie ja lieb gewonnen haben, oft in diesen Ländern, gerade auch in Ostdeutschland, ist ja mit einem Satz gleich verschwunden. Es sind Fabriken zugesperrt worden, es sind viele Produkte, die dort erzeugt worden, nicht mehr hergestellt worden. Es haben viele westliche Firmen gleich ganze Fabriken und Grund und Boden gekauft, ganze Wohnhausanlagen aufgekauft und das ist sehr rapid und schnell gegangen und ein Teil davon hat profitiert und ein großer Teil hat aber auch verloren. Viele gut ausgebildete Leute haben dann keinen Job mehr gehabt und vor allem, dass er gerade, man möchte meinen, gerade in diesen Ländern, um in Ostdeutschland zu bleiben, sich hinwenden eher fortschrittlichen Parteien, ist genau das Gegenteil der Fall. Und warum? Weil eigentlich das, was sie, man hat ihnen eigentlich viel Grund und Boden entzogen, auch an Werten, weil es ist durchaus dort etwas erarbeitet worden, was gesellschaftspolitischer Konsens war, nämlich, dass man nicht nur sich selbst sieht, sondern auch den anderen, weil Solidarität und durchaus ein Mitgefühl für den anderen ist dort einmal sehr hoch auch gelebt worden. Und das ist das, was ich viel von Leuten auch gehört habe, die durchaus sich gar nicht als Kommunisten verstanden haben. Also wenn Sie mich jetzt so fragen, was nach dem Zusammenbruch dieser Länder erfolgt ist ein gewisser Verlust an dessen, an das sie liebgewonnen haben und das, was ihnen auch wert war. Also der Kapitalismus hat dort eigentlich ziemlich radikal und rasch Einzug gehalten. Und dann erlebt man halt oft kleine Dörfer, wo am Rand irgendein Einkaufszentrum plötzlich da ist oder Firmen, die eigentlich auch nur sich dort hingesiedelt haben, um einfach die niedrigen Löhne und Gehälter dort der Leute auszunutzen, weil sie gewusst haben, natürlich, die brauchen dort auch Arbeit. Also ich sehe das immer so, dass die Europäische Union sich diese Länder als Hinterhof hält. Und man muss ja auch sehen, dass ein großer Teil dieser Menschen, die dort leben, jetzt in westeuropäische Länder arbeiten gehen, weil sie zu Hause eigentlich keine Arbeit vorfinden, von der sie und ihre Familien auch gut überleben können. Das merkt man in Polen ganz stark, in den baltischen Republiken, in Rumänien ganz stark. Nicht umsonst ist in Graz, in der Stadt, in der wir leben, wissen die wenigsten, ist die größte Gruppe an Menschen, die bei uns lebt derzeit, Rumänen und Rumäninnen. Und das ist, wenn man mit ihnen spricht hier, die arbeiten sehr schwer bei uns auch. Das machen sie, weil sie zu Hause so wenig verdienen, dass sie nicht überleben könnten, um irgendeine Arztrechnung zu zahlen, oder einfach auch die Wohnung, die hohen Strom- und Heizkosten zu zahlen, die oft ein Niveau haben wie bei uns, aber die Durchschnittsentlohnung dort 250, 300 Euro sind. Also einerseits ist es was Gutes, dass die Leute in der Hinsicht die Freiheit haben, natürlich zu reisen. Es ist aber auch sehr, sehr viel verloren gegangen. Was sagen Sie dann zur Fremdenfeindlichkeit in Österreich? Ich bin jemand, der immer, also für mich ist Fremdenfeindlichkeit, und es ist nicht so dahingesagt, und das hat gar nicht einmal was mit meiner Partei zu tun. Nochmal, das ist wirklich etwas, was sich für uns in der Familie selbstverständlich war, dass wir jeden Menschen
vorurteilsfrei in der Hinsicht begegnet sind. Also es war nie entscheidend, von wo wer her ist. Im Gegenteil, also im Freundes- und Bekanntenkreis von meinem Vater, der eben, wie gesagt, Arbeiter war, waren viele Arbeitskollegen aus Ex-Jugoslawien und aus der Türkei. Die sind bei uns ein- und ausgegangen. Deswegen war für mich das nie was Fremdes. Also das war ja gerade die Zeit, wie die ersten Gastarbeiter zu unserer Österreich gekommen sind. Und deshalb ist Fremdenfeindlichkeit für mich ganz persönlich, das kenne ich nicht. Sehr wohl ist es aber mir nicht egal, wie sich wer verhält. Also Respekt, Anerkennung dessen, was sozusagen sich die Arbeiterbewegung in unserem Land erkämpft hat. Weil nichts, was wir heute an Errungenschaften haben, an positiven, an sozialen, wie auch an Rechten gegenüber von Frauen, die sind alle nicht vom Himmel gefallen, die sind erkämpft worden und abgerungen worden. Und diese Regeln und diese aufgeklärte Gesellschaft, finde ich, die darf man sich von niemandem nehmen lassen. Weder von Österreichern, die da rückwärtsgewandt agieren, noch von irgendjemandem, der vielleicht aus einem Land kommt, wo das noch nicht üblich ist. Deswegen muss ich ihm nicht fremdenfeindlich begegnen, aber es ist immer notwendig, mit jemandem zu diskutieren und zu reden. Und deswegen muss ich meine Meinung nicht abgeben und umgekehrt. Also ich finde, diese Spielregeln sind einzuhalten. Aber was ganz wichtig ist, dass jeder Mensch, der da lebt, dieselben sozialen wie politischen Rechte haben muss. Und nur dann kann ein Zusammenleben und der Zusammenhalt in einer Gesellschaft funktionieren. Weil in einem Betrieb ist es völlig egal, ob jemand aus Frankreich, weiß ich nicht, aus Armenien oder ein Österreicher ist, die haben alle dieselben Arbeitsbedingungen und sind Kollegen und Kolleginnen und arbeiten unter denselben Bedingungen. Und ihr Gegner, das sind nicht untereinander die Gegner, sondern die Gegner, wenn es etwas ungerecht ist in der Arbeitswelt, sitzen woanders. Wie nehmen Sie in Österreich die populistischen Bewegungen wahr? Populismus in negativer Hinsicht, also wenn man sozusagen unehrlich agiert und unaufrichtig agiert, sondern dass man Populismus nur als ein Mittel und ein Instrument sieht, um andere Anliegen durchzusetzen, dann ist es für mich was Verkehrtes. Also sprich, die FPÖ, die man oft hinlänglich als populistisch bezeichnet, agiert eben so. In Wirklichkeit ist die Freiheitliche Partei in erster Linie eine wirtschaftsliberale Partei und eine Unternehmerpartei. Sie gibt aber vor, eine Arbeiterpartei zu sein und für die Leute, für die Österreicher, die sozial schwach sind. Wenn man sich die Entscheidungen und ihr Parteiprogramm genau durchliest, ist genau das Gegenteil der Fall. Sie sind eine Partei, die eigentlich nicht gegen Großkonzerne agiert. Das ist für mich Populismus und dem fallen natürlich viele anheim, weil sie genau das, mit dem die agieren, die Fremden sind schuld, dass dir schlecht geht oder nicht so gut geht. Also diese Sündenpolitik und diese Hetze, die sie betreiben, das ist eben das Unlautere und das Verwerfliche an dieser Partei zutiefst. Und je nachdem, nach Stimmungslage, kaschieren sie das halt mehr oder weniger, wie es ihnen halt besser nutzt. Und sie finden leider halt natürlich auch viele Menschen, die denen anheimfallen. Was sagen Sie zum Antisemitismus? Das ist schrecklich und schlimm. Das ist etwas, was man gemeint hat, dass es die Geschichte gelehrt hat, dass sowas nie mehr passieren darf. Es gibt ihn aber und es ist Verpflichtung jeder Partei, dagegen vehementest aufzutreten, ist überhaupt keine Frage. Zum Schluss würden wir noch gerne wissen, welche Wünsche haben Sie für Österreich, für Europa und für die EU in Zukunft? Das ist groß. Ich bin eine Kommunalpolitikerin und als Grazerin, auch wenn ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn man schon so weit bis zu Europa denkt, dann muss man die Welt sehen. Ich habe immer die Welt gesehen und nicht nur Europa. So sehr ich diese Länder lieb. Immer über den Tellerrand zu schauen, wie es Leuten in anderen Erdteilen, in anderen Ländern geht, ist ganz was Wichtiges. Ich bin auch groß geworden in Solidaritätsbewegungen, damals für Chile. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass man dort, wo man lebt, muss schauen, vor allem, dass man alles dazu beiträgt,
dass sich die Gesellschaft in die Richtung bewegt, Solidarität zu zeigen, soziale Gerechtigkeit nicht nur irgendwie so herzureden, sondern auch zu leben. Und für mich wäre es super, wenn es keinen Unterschied mehr, und das fängt bei den Kindern schon an, dass es keinen Unterschied macht, von wo ein Kind herkommt. Und deshalb wäre es für mich, das habe ich damals wie in den 70er Jahren mir schon gewünscht, wie ich das erste Mal gehört habe, dass es so eine Idee gibt oder so einen Gedanken und Überlegung gibt, und den halte ich heute fest. Ich glaube, dass es eine Gesamtschule für Kinder bis zum 15. Lebensjahr unabdingbar ist. Es soll keine Trennung in den Schulen erfolgen und schon gar nicht zwischen Kindern, die aus anderen Herkunftsländern kommen, und Kindern, die halt immer schon aus einem Elternhaus kommen, die schon immer da geboren sind. Also kein Unterschied bei den Kindern, aber auch gleichzeitig Arbeit, von der man leben kann. Und das Allerwichtigste, das steht wirklich gerade für die Elternteile oder für Eltern an erster Stelle der Familie, haben ein gutes Zuhause, das sie sich dauerhaft leisten können und das auch schön ist. Also das Thema Wohnen halte ich für eines der entscheidendsten. Möchten Sie zum Abschluss noch persönliche Worte einbringen in das Gespräch? Wenn jetzt jemand vielleicht sich das angehört hat, was ich jetzt wirklich so aus dem Stegreif versucht habe, ein bisschen zu sagen, was ich mir denke dazu, dass ich persönlich ein riesengroßes Glück gehabt habe, in die Zeit hineingeboren worden zu sein, in der ich bin. Ich habe keinen Krieg erlebt. Wie gesagt, ich habe vom Elternhaus angefangen bis zu meinem Partner ein Riesenglück gehabt, dass ich noch gesund bin und eigentlich in der Partei, in der ich bin, nicht nur das Vertrauen von meinen Kolleginnen gekriegt zu haben, sondern umgekehrt da auch mich bis heute gut aufgehoben fühle. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Danke.